In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man für diesen Indikator hier einen Trailing Stop programmieren kann. Es handelt sich um den parabolischen SAR-Indikator und wir wollen jetzt einmal sehen, wie man so etwas in MQL5 automatisiert. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler SAR by Trailing Stop, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen können weg. Wir starten mit einem Include-Befehl für die Datei trade.mqh. Die ist Bestandteil von MQL5 und die ermöglicht es uns, hier eine Instanz von der Klasse cTrade zu erstellen. Die heißt Trade und wir werden sie gleich verwenden, um eine Testposition damit zu eröffnen. Dazu ermitteln wir in der OnTick-Funktion zunächst den Ask-Preis. Das geht mit der Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Als zweiten Parameter verwenden wir hier Symbol_Ask, alles in Großbuchstaben. Und mit Normalized Double und _Digits lassen wir automatisch berechnen, wie viele Nachkommastellen das aktuelle Währungspaar hat. Und damit wir etwas haben, wofür wir den Stop-Loss anpassen können, eröffnen wir jetzt eine Testposition mit 10 Microlot. Das macht man natürlich nur auf Demokonten. Wir prüfen hier, ob die Positionsanzahl kleiner ist als 1. Und falls das der Fall ist, nutzen wir Trade.By, um eine Position mit 10 Microlot zu eröffnen. Für unseren Trailing Stop brauchen wir zunächst einmal ein Array. Danach nutzen wir die in MQL5 integrierte Funktion ISAR, um für das aktuelle Währungspaar und die aktuell auf dem Währungspaar verwendete Zeiteinheit unsere Werte zu definieren. Diese letzten beiden Parameter hier, die sieht man auch, wenn man hier auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Parabolik SAR klickt. Wir haben hier einen Schrittwert von 0,02 und einen Maximumwert von 0,2. Diese Standardwerte übernehmen wir jetzt mit OK. Klicken mit der rechten Maustaste in unser Chart, wählen Vorlagen, Vorlage speichern und speichern das Ganze unter dem Namen tester.tpl. Den aktuellen Wert können Sie überschreiben. Tester.tpl ist die Ansicht, die gleich genutzt wird, wenn wir unseren Strategietester starten. Vorher müssen wir aber noch ein paar Dinge im Meta-Editor ändern. Zunächst nutzen wir Array Set as Series, um unser Array von der aktuellen Kerze an abwärts zu sortieren. Und danach füllen wir mit dem Befehl copy_buffer unser SAR-Array anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0 von der aktuellen Kerze 0 an für 3 Kerzen mit Daten. Danach ermitteln wir unseren SAR-Wert. Dazu schauen wir uns einfach an, welchen Wert die Kerze 0 in unserem Array hat. Zum Schluss möchten wir die Funktion check SAR by Trailing Stop aufrufen. Diese Funktion gibt es aber noch gar nicht, darum müssen wir die jetzt programmieren. Unsere benutzerdefinierte Funktion hat keinen Rückgabewert, darum nutzen wir hier void. Der Name ist check SAR by Trailing Stop und wir übergeben hier den Ask-Preis und den SAR-Wert als Parameter von der Hauptfunktion. Mit Hilfe einer For-Schleife gehen wir alle Positionen durch, ermitteln für jede Position das Währungspaar. Das geht mit der Funktion PositionGetSymbol für den aktuellen Schleifenzähler. Und nur wenn das aktuelle Währungspaar auf dem Chart übereinstimmt mit dem Währungspaar für die Position, dann möchten wir weitermachen.
Dazu ermitteln wir mit der Funktion PositionGetInteger zunächst das Positionsticket. Dann holen wir uns den aktuellen Stop-Loss-Wert. Das geht mit der Funktion PositionGetDouble. Hier nutzen wir als Parameter Position_SL, alles in Großbuchstaben bitte. Und wenn der aktuelle Stop-Loss kleiner ist als der SAR-Wert, den wir ermittelt haben, dann nutzen wir die Funktion Trade.PositionModify für das aktuelle Positionsticket und setzen den Stop-Loss auf den berechneten SAR-Wert. Den Wert für den Take-Profit lassen wir hier unverändert. Wir könnten den auch anpassen, aber das ist eher ein Thema für ein anderes Video. Zum Schluss machen wir hier noch unsere Schleifen und die Funktion zu. Und das war's soweit. Wenn Sie nicht verstehen, was diese Funktionen hier bewirken sollen, oder wenn Ihnen das alles zu schnell war, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie, den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. In meinem Fall hat das hier funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können wir hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir jetzt die neu erstellte Datei simpler SAR by TrailingStop.ex5 aus. Bitte markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Und so sieht das Ganze dann im laufenden Betrieb aus. Sobald hier ein neuer Wert für den Parabolic SAR-Indikator erscheint, wird unser Trailing Stop nachgezogen. Unser Programm funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für einen Indikator einen Trailing Stop programmieren können. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.